ist so heiß hier. Guck mal, vorher abtupfen, wobei in ein paar Sekunden bin ich sowieso wieder durchnässt. Und ich will nicht leugnen, dass es hier unangenehm heiß ist, aber ich würde noch gerade so damit klarkommen. Meine Kameras aber eben gerade so nicht. Ich hoffe mal, jetzt mit 3 Lüftern bombardiert, halten sie es aus, wenn ich mir schon ein bisschen länger Zeit nehme für das Intro, da das hier Video 1 nach ist. Also wenn ihr die letzten paar gesehen habt, dann wisst ihr wonach. Und in dem Zuge habe ich mir auch die Chance genommen, gerade ein bisschen was an den Test zu optimieren. Ich hoffe mal, das wird man im positiven Sinne bemerken. Und für mich gerade im Moment das Wichtigste ist eben, dass ich jetzt die Videos eher in einem Take durchziehe, ohne Fehltakes, nochmal nachdrehen und so weiter. Jetzt war es halt heute nötig wegen den Kameras. Aber das sollte die Sache meiner Meinung nach auf Dauer ein bisschen natürlicher wirken lassen, mich vielleicht auch ein bisschen sympathischer. Denn so mies bin ich eigentlich gar nicht. Aber ja, jetzt endlich mal vorbei mit dem Thema, würde ich sagen, kommen wir jetzt endlich zum Test der Skull Candy Push. Und mit knapp 130 € sind sie nicht günstig, aber dafür haben sie auch eine Sache zu bieten, dass ich so noch bei keinem anderen TWS auch nur ansatzweise gesehen habe. Was das ist, werdet ihr später noch erfahren, aber das könnte eben der ausschlaggebende Faktor für euch sein. Das Case wird es allerdings nicht sein, denn sehen wir uns hier mal die Top 5 an. Die sind generell eigentlich alle kleiner und das Komische an dem Case ist, es ist relativ groß, fühlt sich aber sehr, sehr leicht an, also fast schon hohl. Hat dafür allerdings USB Typ C, auch eine Taste, vielleicht zum Pushen, daher der Name, um die 4 extrem hellen LEDs zu sehen. Das Komische allerdings ist, dass die Akkukapazität meiner Meinung nach sehr, sehr kurz ist, denn es reicht nicht einmal für 2 volle Ladungen. Sehr, sehr merkwürdig. Dann nochmal pushen und die Klappe öffnet sich, die bleibt auch absolut so, wie sie ist, denn das Scharnier ist sehr, sehr fest. Nehmen wir dann mal die Kopfhörer raus. Also ganz kurz nochmal abschließend zum Case. Es tut's. Design ist sehr, sehr eigenwillig, also gerade ja im zweidimensionalen Sinne hier von vorne sind sie sehr, sehr groß, auch in der, aber das meiste ist eben außerhalb eures Ohrs, deswegen macht das vielleicht eher einen Designaspekt, optischen Eindruck, aber weniger einen Einfluss auf den Komfort, denn gerade aufgrund dieser Wings oder besser gesagt dieser einerhältlichen Flügelpaarung sind sie absolut sicher, auch gerade für Sport. Was es dann allerdings in dreifacher Ausführung gibt, sind die Tipps und da muss ich sagen, also von der Form habe ich sowas noch nicht ansatzweise jemals gesehen, hat aber weder einen positiven noch einen negativen Aspekt auf den Komfort. Ansonsten haben wir hier noch eine gute Verarbeitung außen, verschiedene Farben erhältlich und auch relativ leicht zu drücken, aber aus Versehen wird es eigentlich nicht passieren. Tasten. Bedienung finde ich wirklich gut, wobei sie ist, auch wenn mit Lautstärkeregelung eben limitiert, wenn ihr sie nur im Mono-Modus nutzt, da eben dann nur die Funktion der einen Seite funktioniert. Und wenn wir schon vom Mono-Modus reden, links ist der Master und eine wirklich andere Paarungsmöglichkeit gibt es da nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, passt das. Kommen wir jetzt mal kurz zum Design in den Ohren. Und da setze ich sie mir jetzt mal ein. Wir schauen uns das mal ein bisschen näher an. Und also in der Dimension, so sieht es noch eigentlich normal aus. Nicht so krank, aber das hat ein bisschen was von Spock-Ohren-Vibe. Wobei ich sagen muss, der Hauptteil der Kopfhörer sitzt draußen. Deswegen habt ihr nur den kleinen innen. Und der, vielleicht mit den Tipps auf gerade dieser Form, ist absolut komfortabel. Sehr, sehr bequem. Und aufgrund der Wings eben auch absolut sicher. Also die sind komplett sporttauglich. Und ich hätte eben gerade aufgrund, ja, wie groß sie aussehen, nicht erwartet, dass sie so bequem sind. Also, und ich bin ja eher pingelig und es sieht nicht super aus, aber es ist bequem. Und darauf kommt es ja am Ende des Tages an. Isolierung allerdings muss ich sagen, die ist eher so, ja, unterdurchschnittlich, aber dafür relativ natürlich. Also gefällt mir ansonsten immer noch sehr, sehr gut. Beim Codec, da gibt's Folgendes. Ja, leider nur SBC. Und ich würde mal sagen, für ein Video kurz mal ab und zu reicht's, denn direkt ist da kein Versatz sichtbar, aber was mir eben bei SBC immer wieder auffällt, wenn ich öfter mal Spule längere Videos sehe, dann verläuft das Ganze ein bisschen aus dem Ruder. Also behaltet das mal im Kopf, wenn ihr sehr, sehr viele Videos seht, schaut euch vielleicht anderweitig um. Ansonsten die Verbindung war sehr, sehr stabil, es gab auch kein Hintergrundrauschen und wenn wir schon von was Hörbarem reden, es ist die Lautstärke und ich muss sagen, das sind wahrscheinlich die lautesten, die ich bisher hatte. Also langt sogar für mich. Und ich habe sogar noch ein gutes Stückchen Reserven, was sehr, sehr schön zu sehen ist. Ansonsten Akkulaufleistung, also bei ungefähr 90% Lautstärke, das war dann aber das für mich maximal erträgliche, habe ich immer noch 5,5 Stunden bekommen und dann bei so 60, 70, was ich denke mal so eher die meisten nutzen werden, komme ich immer noch auf knapp 6 Stunden und das ist ein guter Wert, das muss ich sagen, ist ein überzeugender Wert. Mikro, ja, hört euch einfach mal die Demo an. Und das hier wäre jetzt nun der Mikrofontest der Skull Candy Push. An sich muss ich erstmal sagen, ist der Klang relativ gut, definitiv über dem Schnitt, deswegen bin ich auch zufrieden, denn gerade die Stimme ist relativ klar, relativ sauber, allerdings versucht eben auch das Mikrofon relativ viel auszufiltern, deswegen kommt es öfter mal zu ein paar komischen Verzerrungen, es klingt auch ein ganz klein wenig blechern und gerade wenn ihr in eurer Stimmlage, eure Art, wie ihr redet, auch relativ oft ändert, von laut zu leise, gibt es öfter mal ein paar unangenehme Spikes, wo es dann ein bisschen grell wird, aber alles in allem ist das immer noch ganz ordentlich, eben für eine TWS natürlich.
Also Mikro habt ihr gehört, finde ich absolut überzeugend und das bringt mich auch zum absolut überzeugenden Klang. Also gerade von der Bühnenbreite muss ich sagen, ist diese leicht breiter als vielleicht der Standard, auch in dieser Preisklasse, wobei jetzt das kein ausschlaggebender Faktor ist, haben wir auch ein gutes Imaging, also eine gute Verteilung der ganzen Sache, auch die Stimme leicht hervorgeben, also abisoliert, gefällt mir sehr gut. Soundsignatur ist allerdings das, was ich so absolut nicht erwartet hätte, denn ich habe mit sehr, sehr viel Bass gerechnet, allerdings dann nicht ausgleichend mit so viel Höhen und noch einem Mittenbereich, der absolut mithalten kann, also da wirkt nichts aus der Balance und es ist jetzt nicht direkt Mainstream, denn dafür ist es schon eher gebasst, aber gerade mit so viel Höhen muss ich sagen, passt das absolut gut, auch langzeittauglich ohne Ende, also das ist definitiv für Leute, die sehr, sehr viel Bass mögen, aber es auf eine Art auch absolut voll auf Spaß abgesehen haben, denn das bieten sie sowas von, also der Bass selbst, muss ich sagen, durchweg extrem spektakulär. Er ist allerdings jetzt nie fett, blutet nie in die Mitten rein oder sowas, hat genug Druck, jetzt nicht extrem, also ich habe schon welche mit mehr Druck gesehen, aber wir haben viel Volumen, viel Wärme und gerade diesen Bassbereich in diesem vollen, voluminösen, also komplett umringenden Fakt, also hab ich so noch nicht gesehen, da bin ich fast sprachlos. Also das ist wirklich Hammers. Wenn wir allerdings schon von Worte fehlen reden, dann kommt's zum Gesang. Sehr, sehr schön voll und warm, wobei teilweise kommt der vielleicht ein bisschen zu kurz, weil eben das andere nicht übertüncht, aber eben umhüllt, würde ich sagen. Also jetzt nicht wirklich direkt extrem rausstechen lässt oder so weiter. Aber ich muss sagen, mir gefallen auch die Mitten hier. Das hätte ich so nicht gedacht. Also passen sich relativ gut ans Geschehen an. Die Höhen dann, das ist für mich das, was ich so nicht erwartet hätte. Sie sind jetzt nicht extrem klar, aber ihr habt einen guten Detailgrad. Ihr habt relativ viel Höhen, muss ich sogar sagen. Dafür allerdings wirken diese nie spitz. Also die S-Laute oder C-Laute sind wenn dann nur minimal, aber absolut niemals unangenehm. Denn wir haben hier angenehme, klare Höhen mit ausreichend Luftigkeit und Details und so weiter. Und deswegen hätte ich, wow, also ja, ich glaube, ihr habt mitbekommen, dass ich sie mag. Allerdings, wenn es um die Genres geht, muss ich sagen, also Metal, Pop, Rock macht super Fun. Also gerade Pop, der ja auch relativ viel Wert legt auf Bass, absolut top überzeugend. Und bei Bass auf jeden Fall. Also das ist, wenn ihr Bass wollt, allerdings jetzt nicht nur viel Bass, sondern auch qualitativ guten Bass, die absolute Nummer 1 gerade. Da kommt nichts dran vorbei. Wobei ich sagen muss, selbst für Balladen und Klassik sind sie noch ausreichend gut ausbalanciert. Was mich zu den Vor- und Nachteilen bringt. Guter Komfort und Sitz, extrem spektakulärer Bass, sehr guter, ich würde noch sagen Mainstream-Klang, eine gute Akkulaufzeit mit 6 Stunden, eine gute Bedienung, inklusive sogar Lautstärke. Allerdings gibt es ein paar Sachen, die eben nicht ganz so gut sind. Das wäre eben Design und Größe, sehr, sehr geschmacksabhängig, aber wenn euch das egal ist, dann, ja, greift zu. Wobei eben, es gibt nur SBC und mit 130 Euro greift ihr eben auch nur zu, wenn ihr bereit seid, so viel zu zahlen. Was mich dazu bringt, für wen sie geeignet sind und für wen nicht. Für wen im Prinzip eigentlich für jeden. Gerade allerdings natürlich für Bassliebhaber, aber auch eben gerade für Sport, da sie da super geeignet sind für und auch wenn ihr einfach nur Fun haben wollt. Für wen eben nicht, gerade Leute, die eher was Neutraleres wollen vom Klang oder vielleicht auch dezenter vom Aussehen. Und eben, ja, sie sind halt ein bisschen teuer. Konkurrenz. Also das Einzige, was einen guten, starken Bass hat, wären im Prinzip die JLab Audio Air. Wobei die haben klanglich weniger was Ausgewogenes an sich, weniger Komfort, weniger Akku, kein USB-C, sind halt günstiger, aber das ändert nicht genug, würde ich sagen. Von daher, mit 130 Euro können sie jetzt natürlich nicht ganz jetzt klanglich mit sowas wie einem Cambridge Audio mithalten oder eben auch ein paar andere, wenn es um die Neutralität geht, aber das wollen die hier absolut nicht. Und ich muss sagen, es ist jetzt nicht in irgendeine Richtung übertrieben. Sie haben sehr, sehr viel Bass, aber das Ganze ist ausgeglichen genug und ich muss einfach sagen, jedes Mal, wenn ich die drin habe, macht's einfach nur Spaß, Musik zu hören, egal welche Art von Musik. Wären sie ein bisschen günstiger, hätte ich eine leichtere Zeit, sie zu empfehlen. Aber wenn ihr eben gerade das sucht, was ihr so in dieser Form nirgends anders finden werdet, ja, dann gibt's eine Empfehlung, aber sowas von. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.